Ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Wir werden uns heute hier unten an diese Stelle dran machen. Das heißt, hier soll komplett eine Rundung entstehen mit Felsen vor dem Brett. Das muss alles verkleidet werden hier. Dann werden wir Schienen verlegen, wir werden mehr Untergrund machen. Also es ist richtig viel zu tun. Ich habe hier ganz grob erstmal mit Felsenelementen hier die Ecke zugemacht und auch hier die Schienen hier oben ein bisschen verlängert, um zu gucken, wie weit kann ich mit dem Felsen rausgehen. Hier kommt eine Kurve sofort angeschlossen an die Weiche, hier 2 Geraden, bevor dann wieder eine Kurve kommt. Ja, aber ich glaube, das hier alles vernünftig hinzukriegen, vernünftig irgendwie hier eine Rundung hinzukriegen, das wird jetzt richtig schwierig werden. Wir müssen auch bedenken, dass hier die Kühe ja über die Schienen gehen und da geht es dann weiter. Also, das wird nicht so einfach. Aber die schwierigste Stelle, das wird wahrscheinlich hier oben dieser Punkt sein, dass wir das ganz knapp überbauen hier. Aber irgendwie werde ich das schon lösen. Also, auf geht's. Mit Steinen habe ich jetzt erstmal hier soweit alles verbaut. Es ist richtig stabil geworden. Das werde ich euch gleich nochmal zeigen. Auch hier hinter habe ich richtig gut abgestützt. Das sieht richtig gut aus und ist auf jeden Fall auch stabil. Das könnt ihr euch jetzt gerne einmal anhören. Ja. Also ich denke, so können wir das absolut lassen. Und jetzt heißt es natürlich hier ganz ordentlich weiterzubauen. Das heißt, einen schönen Untergrund zu machen hier erstmal. Und das ist jetzt erstmal das nächste Ziel. Wir müssen auf eine gewisse Höhe kommen. Und das werde ich euch jetzt gleich im Speedbild dann zeigen. Das Ganze muss höher gebockt werden. Hier auf 16 x 16 Plates bringe ich 2 x 2 Plates auf, damit ich darunter meine Kabel verstecken kann. Ja, und wenn ich schon mal dabei bin, dann mache ich natürlich auch die ganze Fläche auf 2 Plate Höhe. Denn hinterher müssen wir das an der Stelle befliesen, wo dann auch die Schienen herlaufen, weil die Schienen liegen ja nur auf. Aber das zeige ich euch dann alles gleich noch detaillierter. Hier ist erstmal genug zu klemmen, um das auf 2 Plate Höhe zu bringen. Aber wir haben jetzt erstmal eine schöne ebene Fläche. Ziel ist es jetzt hier unten, dieses Loch, ja, da war noch so ein richtiges Loch, mal so ein bisschen anzugleichen, ein bisschen Schräge reinzukriegen. Ich habe mal hier die Kurve ein bisschen dazugelegt, damit ich ungefähr weiß, wie weit ich das machen kann. Natürlich gehört dann noch der Unterbau zu der Kurve zu, aber das machen wir gleich dann. Wichtig ist erstmal hier so ein bisschen Abschluss hinzukriegen. Ja, und was wir hier mit der Technik von Lightstacks machen, das werden wir sehen. Ich habe mal den Unterbau für die Schienen schon mal angebracht, um zu gucken, wie das hier aussieht alles. Ja, jetzt heißt es natürlich gleich hier noch die Schwellen alle drauf machen und so ein bisschen begrünen, wie ich das halt immer so mache. Aber ich wollte euch auch mal von hier diese Ecke zeigen, die ich jetzt hier angeglichen habe, wo die Laterne steht. Und das gleiche müssen wir auch auf dieser Seite machen. Das muss alles erstmal hier noch mit grünen Steinen und Plates aufgefüllt werden. Also da ist auf jeden Fall noch richtig viel zu tun und das ist noch nicht alles heute. Fangen wir doch jetzt erstmal hier mit der Kurve an, mit den 1x1 und 1x4 Teils. Die müssen alle gesetzt werden, ein paar Farbnuancen natürlich mit an den Rand, das ist ganz klar. Anschließend können wir uns dann noch hier an die beiden Geraden dran machen. Und wenn man das dann so hinlegt, denke ich, das sieht doch erst gar nicht so schlecht aus. Es ist jetzt langsam an der Zeit, hier die 1x2 Teils zu legen, mit denen ich das gerne machen möchte. Gut, davon habe ich jetzt natürlich am meisten da, also mache ich es auch damit. Erstmal richtig anhalten, die Kurve wieder weg, genau da gucken, wo ein Flat-Teil gesetzt werden muss und wo nicht. Und natürlich auch mittendrin so ein bisschen, damit der Unterbau auch gut hält. Also ich glaube, das wird eines der aufwendigsten Videos, die ich seit langer Zeit gemacht habe. Weiter geht es hier mit den Geraden und den 1x2 Teils. Natürlich ein bisschen einfacher hier an dieser Stelle, weil es ja im 45-Grad-Winkel läuft. Das heißt, wir können dann natürlich immer um eine Noppe einfach verschieben. Aber ich denke, das sieht schon ganz gut aus. Und weil wir natürlich den Unterbau der Schienen selbst gebaut haben, muss es natürlich auch mittig gut aufliegen und deshalb sehr präzise und ordentlich hier auch weiterarbeiten. Aber was meint ihr? Sieht gut aus, was? Schauen wir uns das Ganze jetzt einmal ein bisschen hier an. Ja, im Moment ist es hier noch ein bisschen gezackt. Das wird aber verschwinden, wenn wir dann die Blätter drüber setzen. Das ist natürlich ganz klar. Wichtig ist es jetzt, dass es erstmal total eben aufliegt. Anspannen können wir das Ganze später noch ein bisschen mit Blättchen und so weiter. Das kommt alles noch. Jetzt heißt es erstmal hier Grün noch zwischenzusetzen. Eine Lage Plates in Grün kommt jetzt hier überall komplett noch rein. Fangen wir an hier mit den Plates zwischen den Gleisen erstmal. Ja, es muss alles ordentlich gearbeitet werden. Wir müssen ja auf eine Höhe hier auf jeden Fall kommen und ich denke, das sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Dadurch verschwindet natürlich auch dieses Graue erstmal an der Stelle wieder und ich denke, das hat doch was. Jetzt noch ein paar Lücken hier eben noch schließen und dann sind wir hier erstmal fertig.
Auch auf dieser Seite wird ordentlich weitergestaltet, natürlich mit einer Reihe Plates, aber auch die Angleichung an den Berg werde ich jetzt schon einmal machen. Das heißt, eine Steigung mit einer Plate-Unterschied. Das wollte ich heute auf jeden Fall auch noch fertig haben. Ja, was meint ihr? Also ich denke, bis hierhin gar nicht so schlecht. Es sieht vielleicht nicht erstmal nach viel aus, aber wenn man so das ganze Video verfolgt hat, denke ich, ist das schon richtig ordentlich gewesen. Bevor wir jedoch zum Vorher-Nachher-Bild kommen, wollte ich mal ein bisschen näher ranfahren. Ihr seht hier immer meistens eine Plate-Unterschied, nur schön angeglichen zum Berg. Ich denke, das können wir auf jeden Fall so lassen. Aber jetzt das Vorher-Nachher-Bild. So, und jetzt mal haargenau aufpassen. So sah die Geschichte vorher aus und so sah sie hinterher aus. Ja, also wir haben heute richtig viel geschafft. Es waren richtig viele Steine und Plates, die wir heute hier verbaut haben. Aber ich denke, das Ganze sieht gar nicht so übel aus. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich denke, heute bin ich absolut zufrieden und kann ich auch sein. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich immer so gerne und antworte auch immer. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Denn wir müssen hier erstmal richtig fein ausgestalten. Dieses Zackige muss hier auf jeden Fall weg. Ich möchte den Berghang und den Übergang für die Kühe hier gestalten, den Felsen hoch. Aber mal gucken, wo wir starten. Hier die Technik, ja die Technik, die muss auch verschwinden. Ja, womit sollen wir denn anfangen? Ich habe keine Ahnung. Schaut einfach rein, nächsten Donnerstag um 18:30 Uhr. Also, bis dahin. Tschüss.